Hallo allerseits. Herzlich willkommen im Nationalpark Unteres Odertal. Heute starten wir unsere dritte und letzte Wanderung in der Uckermark. Wir gehen den Weg der Auenblicke. Das ist etwa eine 10 Kilometer lange Rundwanderung hier entlang der Oder. Und wir freuen uns, dass ihr wieder mitkommt. Auf geht's! Auf geht's, genau. So, hier in diesem alten Stallgebäude befindet sich das Nationalparkzentrum. Hier in den Aquarien sieht man die Fische, die in der Oder leben. Also für mich ist das Tierquälerei, die Fische in solch verhältnismäßig kleinen Becken zu halten. Aber ich mag es generell nicht, Tiere in Gefangenschaft zu halten. Hier kann man sich auch Filme über den Nationalpark anschauen. Das ist die Ecke für Kinder, sehr lehrreich und interessant gestaltet. Das Nationalparkzentrum befindet sich im Ort Kriven. Kriven ist ein Ortsteil von Schwedt. Und hier stehen wir vor dem Schloss Kriven. Das ist heute ein deutsch-polnisches Begegnungszentrum. Der Wanderweg führt zunächst durch den Schlosspark Kriven. Der alleine ist schon wunderschön. Könnte man schon eine eigene Wanderung draus machen. Wenn man den Schlosspark verlassen hat, dann geht das hier durch so eine Allee. Oder entlang so einer Allee. Immer der Nase nach. Der Wanderweg schlängelt sich zunächst an der Westseite der Hohensaatner Friedrichsthaler Wasserstraße durch den Wald. In dem Ort Stützkow überquert er die Wasserstraße und führt dann auf dem Hochwasserdeich zurück nach Kriven. Wir müssen dem gelben Punkt folgen. Dass ich nicht größer bin. So eine schöne Idee für eine Sitzgelegenheit. Einer sogar mit Lehne. Das ist der Seniorenstuhl. Ja. Der Quellerlebnispfad ist aufgrund von Instandhaltungsmaßnahmen vorübergehend gesperrt, Begehen verboten. Na toll.
Betreten auf eigene Gefahr. Das ist der Bohlenpfad Knüppeldamm. Ist bereits in die Jahre gekommen. Da ist eine Bank. Hier werden wir jetzt Frühstückspause machen. Zweites Frühstück. Und diesen Blick hat man von der Bank aus. Die Hügel da hinten am Horizont, das ist schon Polen. Hier kommt wieder ein Brandenburger Gipfel. Aber wir dürfen drum herum gehen. Gott sei Dank. Detmar muss schon wieder spielen. Jetzt bricht er ab, wenn ich drunter durchgehe. Ne? Besser als ich dachte. Das ist genauso morsch wie der andere. So, nachdem der Weg durch diesen urigen Wald ging, kommt man jetzt in das Dörfchen Stützkow. Und hier ist dann noch irgendwo eine Brücke über den Oderarm, dass man auf der anderen Seite dann zurückgehen kann. Kleine Auszeit. Machen wir jetzt. Aber mal sehen, wie viele Stufen das sind. Oh, das nimmt kein Ende. Das untere Odertal ist Deutschlands einziger Auen-Nationalpark und zugleich das erste grenzüberschreitende Großschutzgebiet mit Polen. Hier finden sich große Polder, die regelmäßig überflutet werden. Das untere Odertal ist ein Beispiel dafür, wie viel Raum man einem Fluss eigentlich geben sollte, um Überschwemmungskatastrophen zu verhindern. Denn die Natur lässt sich nicht beherrschen. Wir müssen lernen, mit ihr zu leben. Und da geht der Weg über die Hohensaather Friedrichsthaler Wasserstraße. Der Weg geht jetzt auf dem Hochwasserschutzdeich entlang. Also was wir hier sehen, ist bei Hochwasser überflutet. Da oben waren wir eben auf dem Aussichtspunkt. Ja, nun geht es auf diesem asphaltierten Weg zurück, ist nicht so schön, dafür hat man aber einen schönen freien Blick. Genau. Da drüben die Hänge, das ist Polen. So, das sind nur diese Auenblicke. Wir blicken auf die Auen. Der Hauptarm der Oder fließt irgendwo da drüben hinter den Bäumen.
Die Hohensaather Friedrichsthaler Wasserstraße führt übrigens zum Schiffshebewerk Niederfinow. Da hat Ralf vom Kanal Unterwegs mit Ralf dieser Tage ein Video von gemacht. Wer sich also für solche technischen Bauwerke interessiert, kann da gerne mal reinschauen. Da drüben durch den Wald war die erste Hälfte der Wanderung. Da sind die Hügel, die wir vorhin gesehen haben. Das ist aber nicht ausgelastet. So, wir sind jetzt zurück in Grieven, überqueren jetzt wieder die Wasserstraße und sind dann gleich am Wohnmobil. Zeit für ein kurzes Resümee. Also der Hinweg auf der anderen Uferseite durch den Wald, sehr schön zu laufen, schöner Wanderpfad, uriger Wald. Man sieht aber nicht viel von den Auen oder gar nichts. Genau. Der Rückweg auf der anderen Seite, wunderschöner Blick über die Überflutungsflächen der Oder. Aber man läuft die ganze Zeit auf einem Radweg, also auf Asphalt. Zusammengenommen haben wir das jetzt addiert und wieder durch 2 teilt, ist es okay. Auf jeden Fall empfehlenswert. Aber wir merken die 10 Kilometer doch wieder. Naja, wir sind halt keine Fernwanderer. Ja, also das war's dann für heute. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und wir hoffen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Tschüss, Genau. macht's gut. Tschüss. Wir gönnen uns noch eine Rast im Eiscafé. Und wenn man das Portemonnaie findet.